So, grüß euch. Nach einer ziemlichen Schinterei durch eine fantastische Landschaft in einen frisch geschnittenen Schnee laufen zu den lieben Hittei. Ich habe keine Spuren gesehen, aber der Schein drückt. Es gibt so viele Tiere, die was im Wald daheim sind, die was in der Gegend, im Hochgebirge daheim sind. Und über das möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Alle Viecher in unserer Gegend haben ein eigenes Trittsiegel, eine eigene Spur. Und das kann man ganz gut unterscheiden. Da ein paar Meter von der Hütte weg haben wir jetzt die Spur vom Hermelin. Das Hermelin gehört zu den Marderartigen und das Hermelin ist ein ausgezeichneter Mäusejäger. Darum wandert es von einem Stein zum anderen, weil da überall die Mäuse drinnen sein können und da jagt es dann raus. Und das ist natürlich auch sein Fressen. Wenn die Spur da recht flach ausschaut, aber das Hermelin hat genau die gleichen Schwierigkeiten im tiefen Schnee unterwegs zu sein als wie wir Menschen. Es ist ja viel kleiner, hat natürlich auch kürzere Haxen und daher sinkt es natürlich auch in den Schnee so ein. Ist eine harte Zeit auch genau für diesen kleinen Viecher. Die Tiere in den Alpen, im Hochgebirge, die haben ja eigene Überlebensstrategien. Da gibt es die ziehen weg, wie es die Zugvögel sind. Dann gibt es die verschlafen den ganzen Winter, wie es die Murmeltiere sind. Andere haben ein Winterfell, ein Sommerfell, wie es der Schneehase ist, die dann sogar umfarben, die sind im Winter weiß. Im Sommer haben sie sich auch wieder an die Landschaft angepasst. Und wenn ich da aufschaue, da sind die Gams daheim. Und die Gams haben wieder eine eigene Überlebensstrategie, wie halt die Schalenwildarten generell. Die haben sie über den Sommer, über den Herbst aus Fettreserven angefressen. Und natürlich auch mit dem dichten Winterfall haben sie kein Problem bei einem stürmischen, bei einem kalten Wetter. Wo wir aufpassen müssen bei den Viechern, das ist generell, dass wir es nicht beunruhigen. Weil dieses Beunruhigen natürlich ständige Fluchten sind und da verbrauchen die Viecher so viel Energie. Oft einmal ist die Energie im Dezember schon aufgebraucht, was sie bis im März nicht brauchen. So. Da haben wir einen von den ganz wichtigen Futterspender für so viele Tiere, die was im Winter bei uns da überwintern müssen. Ob das jetzt Vögel sind, ob die Säugetiere sind. Und also ein Zopfen ist ja total interessant, wie der innen drinnen ausschaut. Jetzt haben wir es schon. Wenn ich den Zopfen aufreiße, da sieht man innen drinnen, wie so ein Zopfen gewachsen ist. Nämlich genau gleich, als wie so ein großer Baum. Man hat innen drinnen den Kern, das ist praktisch wie beim Menschen die Wirbelsäule. Wenn das verletzt ist, dann kümmert praktisch der ganze Baum auch. Dann außenrum das Splint oder das Kernholz und dann das Cambium oder der Bast, wo die ganzen Nährstoffe für den Baum transportiert werden. Und außenrum ist die Borke. Und genau der Kern, das ist dasjenige, was die Viecher brauchen. Die sind unheimlich nahrhaft, da sind Fette drin, da sind Proteine drin, da sind Eiweißstoffe drin. Also genau dasjenige, was die Viecher zum Überleben brauchen. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele gewesen für die Viecher im Hochgebirge, wie die hart über den Winter kämpfen müssen. Drum, liebe Leute, geht's raus in die Natur, genießt die Natur, aber respektiert die Lebensräume für die Tiere.